Im äußersten Nordosten Norwegens, weit über dem Polarkreis, liegt die Varanger Halbinsel. Und obwohl wir in 3 Jahren on the road schon viele Ecken Europas entdecken durften, zieht uns diese abgelegene Region besonders in ihren Bann. Vielleicht liegt es daran, dass wir uns an der arktischen Küste Norwegens denkbar weit weg von allem Bekannten fühlen. Vielleicht sind es auch die vielen Wildlife-Begegnungen, die jeden Tag zu einem kleinen Abenteuer machen. Was auch immer es ist, es hält uns auch im August im hohen Norden. Denn noch haben wir längst nicht alles gesehen. Willkommen zurück aus Nordnorwegen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind immer noch auf der Varanger Halbinsel und im letzten Video habt ihr ja gesehen, wie wir die offizielle Landschaftsroute an der Ostküste erkundet haben. Diesmal wollen wir so ein bisschen in eher unbekanntere Regionen vorstoßen und 2 bis 3 kleine Stichstraßen erkunden, die hier quasi den Nordwesten der Insel durchqueren. Das Wetter schaut gut aus und deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg. Wir fahren hier gerade mal ein kleines Naturreservat, genau dort, wo der Tana-Fluss in das Meer mündet. Und so eine richtig weite Moorlandschaft hier irgendwie. Und ein einzelnes Rentier steht an der Seite und grast so ganz friedlich vor sich hin. Voll schön. I'm a rolling stone, bound to roam. Come the morning, or I'll be gone. Also euer Ausbau sollte auf jeden Fall fest sein, wenn ihr hier rüberfahrt. ziemlich Waschbrett. Ja. Boah. Das Mündungsgebiet der Tana gilt als größtes unberührtes Flussdelta Norwegens und ist seit 1991 als Naturreservat geschützt. Im Frühjahr und Herbst rasten hier tausende Zugvögel auf ihren langen Reisen Richtung Süden und auch für Locals scheint dieser Ort ein beliebtes Ausflugsziel zu sein. Wir sind auf Heuholm, einer, von der Wellblechpiste mal abgesehen, leicht zugänglichen Halbinsel. Den Strand teilen wir uns mit einigen norwegischen Anglern und ein paar Rentieren, die in der Ferne durchs Watt streifen. Einer von vielen, unerwartet ruhigen Orten auf Varanger. Und das mitten in der Hauptsaison, Anfang August. Die Straße führt die ersten 60 Kilometer quasi nur durchs Inland und wir hätten fast vergessen, dass wir gerade immer noch in der Mückenhochsaison unterwegs sind. Wir haben ja auf der Durchreise durch Finnland so ein bisschen einen Vorgeschmack bekommen, wie das hier zum Teil im Hochsommer aussieht und hatten jetzt aber im ersten Teil der Varanger Halbinsel damit wirklich kaum Probleme, dadurch, dass wir ja so nah am Meer waren und auch immer ein kleiner Wind geweht hat. Im Inland aber sah das gerade echt anders aus. Wir konnten quasi gar nicht mehr aussteigen, weil um uns herum wieder überall Mücken, Fliegen, Bremsen waren. Deswegen sind wir da jetzt auch recht schnell durchgefahren und haben zugesehen, dass wir wieder ans Meer kommen. Und da sind wir gleich auch und hoffen, dass da die Lage ein bisschen entspannter ist. Ja. Das ist alles ein bisschen wilder hier. Das ist keine Straße ohne richtig fette Schlaglöcher.
Stelle müssen wir uns und euch noch mal kurz daran erinnern, dass wir immer noch auf der Varanger Halbinsel sind, am äußersten nordöstlichsten Ende Norwegens und auf der Höhe von Grönland bzw. Nordalaska. Und es hat halt einfach gerade 25 Grad, was absolut nicht normal ist. Normalerweise liegt die Durchschnittstemperatur hier auch im Sommer so bei 10 bis 15 Grad, also ist eigentlich sehr, sehr mild und moderat. Ja, sollen sogar die nächsten Tage fast 30 Grad werden. Also wirklich richtig crazy und wir schwitzen hier gerade ganz schön, obwohl es eigentlich nur so ein kleiner Hügel ist, den wir hochlaufen. Was auch nicht ganz zur Temperatur passt, ist die Bezeichnung der ersten Straße, die wir uns hier ausgesucht haben. Wir sind gerade auf der sogenannten Eismeerstraße von Kongsfjord nach Berlevåg unterwegs. Ja, nach Eismeer fühlt sich gerade nicht ganz an, aber die Landschaft ist richtig schön. Wir sind hier auf einer kleinen Halbinsel beim Örtchen Weines und sind auf dem Weg zu einer alten Wehrmachtsfestung und ja, generell ein schöner Ort, wohl auch um Vögel zu beobachten und die erste kleine Wanderung hier zu unternehmen. Knatsch. Oh, wow. Ach, krass. Das ist ja schön. Wow. Panorama-Bird halt hier. Hier gibt es jetzt, glaube ich, 12 Stück von auf der ganzen Insel. Und ich finde, die fügen sich auch immer so krass ins Landschaftsbild ein. Das ist eine der schönsten auf jeden Fall bislang. Der Ausblick, ne? Ja, direkt an dieser Klippe. Was für eine tolle Aussicht. Leider keinen Falken gesehen. Viel auf Norwegisch. Neben all den wunderschönen Orten, die uns auf unserer Reise über die Halbinsel begegnen, stoßen wir auch immer wieder auf Spuren düsterer Kapitel ihrer Geschichte. Diese Bunkeranlage ist eines davon. Im Zweiten Weltkrieg errichteten deutsche Besatzungstruppen hier eine Küstenbatterie mit Bunkern und Schützengräben. Die Anlage war Teil des groß angelegten Verteidigungsnetzwerks Festung Norwegen mit dem Ziel, die norwegische Küste militärisch zu sichern und die Versorgungskonvois über die Barentssee abzuschneiden. Varanger war sozusagen ein abgelegener Außenposten des globalen Krieges. Und es braucht wenig Fantasie, um sich vorzustellen, wie viel Zerstörung auch hier, am Rande Europas, angerichtet wurde. Deeper than knowing just what is essential for life that is thriving. Go deep, mute out the chatter, feel it, burn off the fire, let go until there's peace to your core. Live a life you adore. Wir sind jetzt noch mal ein ganzes Stückchen weiter zu einem Leuchtturm gefahren und der Weg hierher war echt crazy. Also wir waren schon so ein bisschen gespannt, wie wir diesen Teil der Halbinsel erleben, weil ja entlang der Landschaftsrouten wir natürlich jetzt schon viel gesehen haben und das auch schon super beeindruckend war. Aber also wir kommen auf jeden Fall nach wie vor aus dem Staunen nicht raus. Es ist wirklich ultra abwechslungsreich, teilweise sehr, sehr steinig, dann wieder grün. Wir haben super viele Rentiere schon gesehen, wirklich ja eigentlich überall an den Straßenrändern, teilweise auf den Straßen und jetzt auch hier am Leuchtturm schon. Jetzt müssen wir aber erstmal eine kurze Entdeckungspause machen, uns einmal kurz stärken, einen Kaffee trinken und dann machen wir nochmal eine kleine Erkundungstour zum Leuchtturm.
Tür aus. Oh, du hast dann tatsächlich eine Fliege an deinem Deckel gehabt. Immer noch da. Drunter ist ja widerlich. Ja. Wieder drunter. Was ist denn? Was ist sie denn noch hin? Vielleicht ist sie unter dem Ding jetzt. Nee. Ist hier weggeflogen. Ist ja nicht. Sag mal, nicht hier drin. Ich muss erst mal kurz niesen. Jetzt essen. Was ist das? Rentierallergie? Ja. Wir sind. Derselbe Tag, 3 Stunden später, Mütze und dicke Jacke. Ja, die Sonne ist immer noch da, aber hier oben am Leuchtturm ist es echt ein bisschen pustiger. Und ja, das ist dann echt gemütlich. Wir haben aber auch mittlerweile fast 19 Uhr. Ja, Naja. fair enough. Aber tut eigentlich gerade ganz gut nach der Ja, Hitze voll. heute. Vorhin dachte ich noch, vielleicht schaffe ich sogar mal kurz ins Meer zu springen, weil mir so warm war. Aber Morgen vielleicht bei 30 Grad. turns out, na. Falls ihr euch fragt, wie voll das hier aktuell ist, so Anfang August, mitten in der Saison, das ist die Antwort. Wir sind komplett alleine. Hier ist weit und breit kein anderer Mensch. Wir wissen gar nicht so genau warum, weil perfektes Wetter, perfektes Licht und super viele Stellplätze. Aber ja, wir genießen es einfach, dass wir gerade es geschafft haben, irgendwo zu sein, wo einfach niemand ist. Es verstärkt auf jeden Fall das Ende der Welt-Feeling, was man hier zum Teil hat. Voll, das hatten wir bislang so wie hier noch echt gar nicht. Echt das Nee. Gefühl, dass man ja, am Ende der Welt ist und einfach nichts mehr kommt. Richtig cool. Wie die meisten Leuchttürme ist auch der Kjolnes Fyr seit einigen Jahrzehnten unbemannt. Schwarz-Weiß-Fotografien im Eingangsbereich erinnern an eine Zeit, in der das Leuchtfeuer noch von Menschenhand entfacht wurde. In einem der ehemaligen Wohnhäuser soll es mal ein Bed and Breakfast gegeben haben. Doch auch das scheint mittlerweile der Vergangenheit anzugehören. Die Fassaden und Fenster der Anlage sind gezeichnet vom rauen Küstenwetter. Andere Winkel wiederum wirken auffällig modern. Später lesen wir, dass die Gebäude mittlerweile in den Händen der norwegischen Küstenverwaltung sind, die sich auch um die Instandhaltung kümmert. Aber Denkmalschutz, lange Abstimmungswege und die aufwendige Beschaffung der Originalmaterialien erschweren die Modernisierungsarbeiten. Selbst am gefühlten Ende der Welt bestimmt eben doch die Bürokratie den Fortschritt. Das ist echt einer der seltenen Momente, wo wir den Sonnenaufgang mitkriegen. Normalerweise ist das nicht unser Rhythmus, wenn die Sonne irgendwie um 7 oder so schon aufgeht, dann schlafen wir meistens noch tief und fest. Aber aktuell geht es ja noch super früh auf, beziehungsweise geht halt nur sehr kurz unter. Wir haben jetzt 2 Uhr und um Mitternacht ist sie untergegangen. Dementsprechend kriegen wir sowohl Sonnenuntergang als auch Sonnenaufgang aktuell mit. Und den verbringen wir offensichtlich gerade in Gesellschaft der Rentierherde, die hier tagsüber immer rumstreift. So besonders gerade dieses orangene Licht und dann die Tiere, die sich gerade auch zur Ruhe legen. Ich glaube, das sollten wir auch tun.
Regen sogar. Ach Mensch, Rudi. Eigentlich haben wir uns für heute vorgenommen, auf das Tanahorn zu wandern. Da wir aber jetzt am Vormittag schon fast 30 Grad haben, mussten wir die Pläne noch mal ein bisschen anpassen. Fahren jetzt trotzdem nach Berlewag, aber machen dort eine entspannte Küstenwanderung. Ich glaube, so entlang der Küste mit ein bisschen Wind ist es bei den Temperaturen hier definitiv besser auszuhalten, als durchs Inland auf einen Berg zu wandern. Wind hat geklappt. Wow. Das fühlt sich richtig unten nach oben. Das war echt die allerbeste Entscheidung, nicht auf den Berg zu laufen, sondern hier an der Küste zu bleiben. Es weht ein richtig schöner Wind, der aber auch extrem warm ist. Und da tut es so gut, die Füße in das kalte Wasser zu halten und so ein bisschen runterzukühlen. Und es landschaftlich einfach super, super, super schön. Hier ist mal wieder wenig los. Ein paar Rentiere laufen hier am Strand entlang. Und wir genießen gerade einfach nur dieses unerwartet krasse Sommerwetter. Richmond, Virginia, the story starts. Die Sonne ist zurück und wir setzen unseren Roadtrip fort. Die letzten Tage war es echt ziemlich ungemütlich, hat ordentlich gestürmt und auch geregnet, was für Sprinti gar nicht mal so schlecht war. Der hatte eine Dusche echt nötig. Jetzt geht es aber weiter in Richtung Botsfjord. Das ist quasi nochmal ein kleines Fischerdorf am Ende einer weiteren Stichstraße, die man hier ansteuern kann. Und es ist ganz interessant, die Orte, die es hier auf der Halbinsel gibt, liegen eigentlich Luftlinie immer relativ dicht beieinander. Aber wenn man dann guckt, wie die Distanz im Navi ist, dann fährt man doch echt ordentlich Strecke. Zuletzt waren wir ja jetzt bei Berlewag und zwischen Berlewag und Botsfjord, wo wir jetzt hinfahren, sind es eigentlich nur 20 Kilometer Luftlinie, aber 90 Kilometer Autofahrt, einfach ja, weil die Stichstraßen nicht verbunden sind. Also die Wege sind lang, obwohl die Distanzen kurz sind, aber bei dem Wetter macht das nichts und wir genießen jeden Sonnenstrahl. He had a better plan to be a Union man, to make a run across that Mason-Dixon line. He heard tell about a railway underground, running through the night and always northern bound. When I go, I'll die a free man, in a place where I belong. Virginia falling, Pennsylvania, you are calling me home. Go on home.
Man merkt auf jeden Fall, dass hier in Botsfjord noch richtig aktiv Fischerei betrieben wird. Richtig viele kleine Schiffe und auch Fabriken und man merkt, hier ist noch richtig Leben. Anders als in vielen anderen Orten, wo wir so auf der Waranger Halbinsel unterwegs waren. Wir waren ja zum Beispiel in Hamningberg und dort war es sogar so, dass aufgrund der schlechten Bedingungen die Einwohner quasi aufgefordert wurden bzw. ein bisschen animiert wurden, umzusiedeln, einfach weil der Ort im Winter überhaupt nicht mehr zu erreichen war. Anders hier ist nämlich der Fjord scheinbar ein bisschen länger auch eisfrei gewesen und das hat dann dafür gesorgt, dass immer reger Zulauf hier war und ja, entsprechend auch heute noch ein richtig wichtiges Zentrum für die Fischerei. Pause ist gesichert. Wir sind jetzt noch mal ein paar Minuten um den Fjord rumgefahren und nutzen das wunderschöne Abendlicht für eine kleine Wanderung. Direkt hier hinter uns führt nämlich eine Sherpa-Treppe den Berg hoch. Und die heißt Sherpa-Treppe, weil sie tatsächlich von Sherpern aus Nepal gebaut wurde. Da gibt es wohl eine ganze Initiative drum in Norwegen, die auch nicht nur die Halbinsel betrifft, sondern auch andere Ecken, wie zum Beispiel die Lofoten. Ist der Rheinebringen so die bekannteste Sherpa-Wanderung. Und ja, die Stufen gehen wir jetzt mal hoch. Wir wissen noch nicht, wie viele es sind, aber sind uns sicher, dass sich der Weg lohnen wird. Von daher schauen wir jetzt mal, was wir von oben sehen können. Vielleicht lassen wir es auch sein, wenn die hier schon so garstig sind. Hier. Ah, Sherpa 2023. 23, also tatsächlich erst 2 Jahre alt. Ah, Rechts. 90. 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 156. ja, das geht ja. Das war jetzt schneller als gedacht. Ja. Die auf dem Rheinebringen ist, glaube ich, fast 2000 Stufen hoch. Ja, müssen wir mal gucken, wie es jetzt hier weitergeht. So ganz oben sind wir ja noch nicht, ne? Nee, aber immerhin keine Stufen mehr. Auch wenn uns die Mücken diesmal keine gemütliche Verschnaufpause am Gipfel gönnen. Für diese Aussicht hat sich die kleine Wanderung allemal gelohnt. Und nachdem wir oft genug erlebt haben, wie die skandinavische Moskito-Hochsaison eigentlich aussieht, dürfen wir uns sowieso nicht beklagen. Unsere Zeit auf der Waranger Halbinsel hat alle unsere Erwartungen übertroffen. Und das nicht nur im Punkto Stechmücken. Mit unserer Entscheidung, so weit in den Norden zu fahren, hatten wir den Sommer gedanklich bereits abgeschrieben und sahen uns Anfang August in dicken Winterjacken, Regen und Wind trotzen. Doch das Gegenteil war der Fall. Und auch wenn die weit überdurchschnittlich warmen Temperaturen für arktische Verhältnisse sicher eher alarmierend als bereichernd sind wir dankbar für diesen unvergesslichen Sommer am Rande der Arktis.